Eine Priesterin schreitet auf eine unterirdische Kammer zu. Die Menschen am Straßenrand sehen, wie sie ihre Unschuld beteuert, aber das spielt keine Rolle mehr. Sie ist verurteilt und schuldig gesprochen. Sie wird lebendig begraben. In der Kammer befindet sich je eine Portion Brot, Wasser, Milch und Öl. Sie bekommt eine Lampe, ein Bett und eine Decke, aber wird nie wieder lebend herauskommen. Die Priesterin beteuert ein letztes Mal ihre Unschuld und wird in die Kammer eingesperrt. Die Römer werden sie nie wiedersehen. Die Priesterin ist eine der 6 vestalischen Jungfrauen Roms, die als Kinder aus den Familien des römischen Hochadels sorgfältig ausgewählt wurden. Da es nach ihrem Tod nur noch 5 sind, muss eine neue Priesterin gewählt werden. Die 6-jährige Licinia war Zeugin des Spektakels, ohne zu ahnen, dass sie ein paar Tage später zur nächsten Vestalin auserwählt werden würde. Ihr Alter, ihre Abstammung und ihre gute Gesundheit machen sie in den Augen der Römer zur besten Kandidatin, um der Göttin Vesta zu dienen. Die Eltern sind stolz, dass ihre Tochter auserwählt wurde. Licinia hat Angst, aber sie hat keine Wahl. Sie muss der Göttin mindestens die nächsten 30 Jahre dienen. Die ersten 10 Jahre ihres Dienstes wird Licinia zur Vestalin ausgebildet. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, die Flamme der Vesta zu bewachen, der jungfräulichen Göttin von Heim und Herd. Vesta hat keine Statue wie andere römische Götter und Göttinnen. Stattdessen wird sie durch die Flamme repräsentiert, die Tag und Nacht in ihrem Tempel neben dem Forum im Stadtzentrum brennt. Wie alle Vesta-Priesterinnen muss Licinia jeden Tag im Schichtdienst die Flamme bewachen und hüten. Die Flamme steht für 2 Dinge. Zum einen für das Fortbestehen Roms als Weltmacht. Die Römer glaubten, der Stadt drohe Gefahr, wenn die Flamme erlischt. Zum anderen symbolisiert sie die ewige Jungfräulichkeit der Vestalinnen. Für die Römer war sie nicht nur ein Zeichen für Kastitas, ihre Bescheidenheit von Geist und Körper, sondern auch für ihre rituelle Reinheit. Deshalb weiß Licinia, dass sie die Flamme niemals erlöschen lassen darf. Ihr Leben, das ihrer Mitvestalinnen und die Sicherheit Roms hängen davon ab. Licinia lernt, jeden Tag Wasser aus einem nahen Brunnen zu holen, um den Tempel zu reinigen. Sie lernt die Vasti, den Kalender der heiligen Rituale, und sie sieht zu, wie die älteren Priesterinnen Opfer darbringen. Als Licinia ihre Ausbildung abschließt, ist sie 16 Jahre alt. Sie weiß, dass ihr Handeln ein Spiegelbild der Göttin, der sie dient, sein muss. Wenn sie an der Reihe ist, Wasser zu holen, hält sie den Blick gesenkt. Wenn sie Opfer darbietet, konzentriert sie sich ganz auf ihre Aufgabe. Licinia tut alles in ihrer Macht, um eine gute Priesterin zu sein. Sie ist besorgt, dass der Staat eines Tages ihr Leben fordern wird, um sich vor Gefahren zu schützen. Licinia könnte jederzeit des Inzests, also der Unkeuschheit, bezichtigt und geopfert werden, egal ob sie schuldig ist oder nicht. Licinia versteht jetzt genau, warum ihre Vorgängerin lebendig begraben wurde. Vor 10 Jahren erlosch die Flamme der Vesta. Die Priesterinnen wussten, dass sie es nicht geheim halten konnten. Die Zukunft Roms hing davon ab. Sie gingen zum Oberpriester, der untersuchte, warum die Flamme erloschen war. Jemand behauptete, eine der Vestalinnen sei keine Jungfrau mehr. Die Angeklagte beteuerte ihre Unschuld, aber das war nicht genug. Sie wurde vor Gericht gestellt und schuldig gesprochen. Der Tod der Vestalin sollte die Stadt schützen. Aber Licinia weint um das, was verloren gegangen ist und was sie jetzt weiß. Ihr eigener Weg wurde durch den Tod einer anderen geebnet. Und sie könnte ihr Leben ebenso leicht durch das Erlöschen der Flamme verlieren. Weitere erschütternde Geschichten über die Folgen von Regelverstößen zeigt das Video über den altgriechischen Mythos von Pandora. Und bevor du gehst, abonniere unseren Kanal, dann verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.